Hallo, liebe Künstlerinnen und Künstler. Heute wage ich nochmal ein Experiment mit der Kleistertechnik. Ich arbeite wieder auf einem Aquarellpapier. Das habe ich mit Kreppband aufgeklebt. Und im ersten Schritt werde ich dieses Papier mit etwas Gesso grundieren. Ich verwende dazu einen Pinsel. Und man kann später nach dem Trocknen die Pinselspuren noch ein wenig erkennen. Und das macht auch unseren Effekt aus, den wir nachher erzielen wollen. Ihr könnt natürlich auch ein Malmittel nehmen oder einen Acrylbinder zum Grundieren. Hauptsache, die Oberfläche ist relativ wasserundurchlässig versiegelt. Anschließend lassen wir das Ganze dann gründlich trocknen. So, hier habe ich einen kleinen Schritt übersprungen. Nach dem Trocknen folgt der erste Kleisterfarbeauftrag. Und für die Kleisterfarbe habe ich mir Kleister angemischt. Das war dieses milchige im Glas. Dann brauche ich Farbe. Einmal diese blaue Farbe und das Sienna. Die beiden Farben und den Kleister habe ich hier in dieses Behältnis gefüllt und mische es nicht ganz vollständig, so dass die beiden Farben im Auftrag auch teilweise noch separat zu sehen sind. Ich sprühe die Fläche auch etwas mit Wasser ein, damit der Auftrag nicht so schnell trocknet, denn ich möchte ja noch hineinkratzen und Farbe wieder entfernen können. Das Aufsprühen von Wasser kann ich auch im Verlauf des Vorgangs nochmal wiederholen, um zu verhindern, dass alles zu schnell trocknet. Ich möchte heute in den Bereich Landschaft gehen und nähere mich dem Thema erstmal, indem ich eine Horizontlinie suche und dann auch mit einem kleinen Hölzchen hineinkratze. Das gibt mir eine Orientierung. Mit der Kante des Hölzchens lege ich jetzt erst einmal den ersten Baum fest. Im Nachhinein ist mir der aber zu dünn und ich entscheide mich für eine breitere Version. Dazu brauche ich gleich ein anderes Werkzeug, und zwar ein breiteres Spachtelwerkzeug. Hier mit diesem Holz, was man auch als Eisstiel kennt, kratze ich jetzt mit der Breitseite so ein paar Strukturen heraus. Das könnten später Büsche sein, die im Hintergrund zu sehen sind. Ich nähere mich ganz vorsichtig dem Thema. Man kann auch alles noch einmal mit einem feuchten Pinsel wieder vermalen und nochmal neu starten. Das sind also erst mal meine ersten Strukturen. Nun habe ich mir ein anderes Werkzeug für den Baum ausgesucht, und zwar einen Keil, der bei den Keilrahmen immer mitgeliefert wird. Meistens brauche ich diese Keile nicht, weil die Keilrahmen sehr straff gezogen sind. Und so kann ich mit diesem kleinen Holzkeil wunderbar hier in die Kleisterfarbe kratzen und es entstehen recht organisch wirkende Strukturen, die zu diesem Baum, zu diesen Bäumen
passen. Meine Bäume bekommen kein Laub. Es soll eine etwas apokalyptische Landschaft werden. Da bin ich ganz im aktuellen Thema. Hier kommt mein zweiter Baum. Mit der Breitseite des Keils kann ich die Stämme ganz gut herauskratzen. Und ihr seht, es gibt da tolle Strukturen. Noch ist alles relativ Ton in Ton und man kann hier sehen, dass die Tonwertunterschiede noch nicht so groß sind. Das werde ich im Verlauf noch ändern. Nun widme ich mich dem Hintergrund, beziehungsweise erst einer Bergkette im Hintergrund. Ich nehme ein feuchtes Babytuch, wickle es um den Finger und kann damit diese Partien schön herauswischen. Das Tuch kann ich lange verwenden. Ich wasche es immer wieder in klarem Wasser aus und drücke es ein wenig aus und dann kann ich damit weiterarbeiten. Es nimmt immer wieder weitere Kleisterfarbe auf. Durch die Struktur des Gesso, der eine leichte Pinselstruktur hat, bleibt ein Rest von Farbe beim Herauswischen immer hängen und das ergibt so einen etwas unregelmäßigen Hauch von Farbe, der für eine ungleichmäßige Tönung sorgt. Das seht ihr in den hellen Partien, die ich eben herausgewischt habe. Mit der Kleisterfarbe kann ich auch ins Bild gehen und einzelne Partien noch dunkler machen oder sie danach auch wieder herauskratzen. Ihr seht, ihr könnt einfach spielerisch an die ganze Sache herangehen. So, jetzt widme ich mich dem Himmel und ich habe, da ich ja nicht so viele Äste zu umwischen habe, jetzt auch nicht so viel Arbeit. Also wenn man jetzt feinere Strukturen hätte, wäre das mit der Wischtechnik in dieser Art schwierig. Ja, hier haben wir schon einen kleinen Sprung gemacht. Es sind schon ganz viele Partien herausgewischt und das Bild ist schon deutlich als Landschaft zu erkennen. Selbst wenn einzelne Partien schon angetrocknet sind, kann ich mit dem feuchten Tuch immer noch etwas mehr herauswaschen, um sie noch etwas mehr aufzuhellen.
In der unteren Hälfte des Bildes, dort wo die Bäume vor dem dunklen Hintergrund stehen, ist der Kontrast nicht groß genug. Das heißt, ich gehe auch hier mit meinem feuchten Babytuch in den Stamm hinein und arbeite etwas von der Farbe wieder weg, um die Bäume aufzuhellen. Dabei achte ich darauf, dass ich nicht alle Strukturen, die vorher durch das Kratzen entstanden sind, entferne, damit noch der Baum eine lebendige Struktur behält. Das Kreppband entferne ich und das Bild ist jetzt für mich fertig. Ihr könnt es auch weiter ausarbeiten. Möglichkeiten sind unbegrenzt. Für mich ist es jetzt so, wie es ist, in der Rohfassung auch okay. Hier seht ihr nochmal, dass vor allen Dingen in den hellen Partien so ein Hauch von Farbe zurückbleibt, der eine bestimmte Struktur hinterlässt. Und das passt ganz wunderbar hier zu diesem Bild. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Mut und Freude beim Experimentieren. Und vielleicht sehe ich eure Werke ja auf der Facebook-Seite Gerda Lipski Students. Bis dahin!